Ja, ich muss sagen, dass ich noch enttäuscht bin, weil viel zu wenig gemacht wird für Sinti und Roma. Es sind nicht nur Sinti und Roma, es waren unter anderem auch Polen, es waren Deutsche, Schwule, wo geschlachtet wurden und umgebracht wurden. Also nicht nur immer, und dass wir nie genannt werden. Sinti und Roma ist halt nur immer nur noch Juden, immer die Juden. 6 Millionen Juden. Und bei uns, da heißt nicht einmal ein Zigeuner oder was. Oder man kann das nicht glauben. Und das versehe ich nicht ein, dass die Wahrheit nicht da kommt. Und dass man auch Deutsche umgebracht hat, die wo dagegen waren. Polen, Tschechen, wo sie hinkommen sind, haben die Menschen geschlachtet, die wo eben dagegen waren. Und das sehe ich halt nicht ein von Deutschland, dass das nicht genannt wird. Ja, es muss viel mehr gemacht werden. Es muss im Fernsehen viel mehr gemacht werden. Es muss in den Schulen für die Kinder, die wo gar nichts wissen. Ich kenne sehr viele, die wissen das gar nicht, dass es ein KZ gegeben hat. Ich war gestern, da waren da Spanier und denen habe ich das erklärt, die waren begeistert. Das kann es niemand erzählen. Der hat mich sogar eingeladen nach Spanien. Und das ist, die meisten wissen ja gar nichts. Gut, dass ein Krieg war, dass ein KZ war, was da war, wissen die ja meisten nicht. Dass die Menschen eben nicht nur umgebracht wurden, sondern geschlachtet wurden. Meines Erachtens ist es die Regierung Deutschlands. Da muss Pflicht sein, dass die in den Schulen gewisse Kinder aufgeklärt werden. Und dass das mehr im Fernsehen gezeigt werden muss, was getan wurde. Aber das kommt nicht. Man sieht es ja immer wieder. Man hört nur immer, 6 Millionen sind vergast. Für uns hört man gar nichts. Meine Mutter, ihre Mutter, das war das größte Glück aller Zeiten. Das war eine Jüdin. Und mein Großvater war mit der nicht verheiratet. Und Gott sei Dank ist der Name nicht aufgetaucht. Sonst wäre von uns niemand rausgekommen. Mein Vater kam ja im Militär. Er war Tapferkeitsmedaillenträger. Der wurde dann entlassen, weil er sich nicht scheiden ließ. Und kam zu uns im KZ, in den Baracken war er mehr oder weniger Aufpasser. Und wenn man das alles so mitkriegt, mein Vater da war jemand da, der hat ein bisschen eine Feier gemacht, weil er Milch oder was gekocht hat für ein Kind oder was. Und das hat er nicht machen dürfen, hat er 25 Hiebe bekommen. Und Kriegsende wurde er wieder eingezogen von die Dillanger. Das war ein Todeskommando. Und zum großen Glück war er nicht lang drin, weil er einen Fußschuss gekriegt hat. Und wir sind ja von dort aus dann in Ravensbrück, glaube ich, ist das gewesen, wo man befreit wurde, von den Engländern. Und da sind wir den Tag, einen Tag vorher, sind 3000 jüdische Frauen erschossen worden. Und wir werden den anderen Tag drankommen. Und in diesem Tag kamen die Engländer. Es ist alles unerklärlich, dass wir das überhaupt so, wenn man das wieder erzählt, dass man überhaupt, mein Vater wurde sterilisiert, meine Mutter wurde sterilisiert, meine älteste Schwester und mein Bruder. Mein Bruder ist dadurch kaputt gegangen. Der wollte Familie haben. Er war verheiratet, aber war nichts. Und da ist dann die Scheidung gekommen und. Also das sind so Sachen, die sind jetzt tot, da braucht man nicht mehr drüber reden. Aber meines Erachtens, dass mehr gemacht wird, dass wir auch Menschen sind. Die Juden, da habe ich großen Respekt vor diesen Menschen. Weil das ist ein Zusammenhalt, das gibt es nicht. Da muss ich immer wieder sagen, was heißt überhaupt Zigeuner? Wissen Sie das? Ziehender Gauner. Und das stimmt. Die sind immer vertrieben worden. Wir haben sich da ein bisschen erkundigt.
das waren Großfamilien. Die sind immer wieder weiter. Und die sind nur vertrieben worden. Ich kann ja meine Geschichte, wenn ich erzähle, was ich mitgemacht habe als Junge, als Kind in der Schule, dann kriegt man oft bis daher. Und das ist der große Unterschied. Und ich muss Ihnen nochmal sagen, die Behörden, wenn gewusst haben, wollte ich, dass meine Kinder das nie passiert, was uns passiert. Ich wollte was lernen. Ich hätte alles genommen, mir hat niemand genommen. Niemand. Meine Kinder, meine 2 großen Jungs, hat auch niemand genommen. Bei den kleineren Kindern, da habe ich dann Bekannte getroffen, Deutsche, und die haben gesagt, na Peter, komm, den Buben nimm ich. Und die anderen haben gesagt, der macht einen Friseur. Und dann, Gott sei Dank, hat da jeder seinen Beruf. Und meine Kinder, Gott sei Dank, hat unser lieber Gott, dass es ihnen gut geht. Die arbeiten, ja, hat jeder ein kleines Geschäft. Und da bin ich so dankbar, ich hätte es nicht geschafft. Unser lieber Gott hat mir da sehr, sehr viel getan. Sehr viel. Ich bete oft zu Gott und bedanke mich auch immer von so einem Gott.